Sommer, Sonne und das Lebensgefühl des Südens. Eine Reise, die ich, Maike Tschorn, nicht so schnell vergessen werde. Ich bin gerade mindestens die glücklichste Frau in Piran, wenn nicht sogar der ganzen Welt. Das ist unser Campervan-Roadtrip nach Istrien. Die Region, die 3 Länder miteinander verbindet. Reisebeginn ist in Triest in Italien. Weiter geht's nach Slowenien an die Küste und ins Inland. Bis runter ganz an die Südspitze Istriens, an das Kap Kamenjak in Kroatien. Und so ging's los. An einem Sonntag startet die lange Fahrt nach Italien. Mit dabei meine Kollegin Tanja an der Kamera. Die Stimmung bestens. Über 600 Kilometer gleich geschafft. Auf jeden Fall sind wir in Bella Italia und die Sonne scheint und es ist warm. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Eine tolle Aussicht. Die hat unser erster Campingplatz nahe Triest, den wir am frühen Abend erreichen. Wie immer habe ich keine Ahnung, was uns auf dieser Reise erwarten wird. Das hat alles Tanja geplant und jeder Tag ist eine Überraschung für mich. Womit es morgen wohl losgeht? Gespannt geht's ab ins Bett. Erste Nächte im Camper, immer etwas Besonderes. Tanja hat in einem Mobilheim in der Nähe übernachtet. Guten Morgen. Ich bin hier auf dem Campingplatz in der Nähe von Triest auf dem Weg zu Maike. Und mal sehen, ob die schon wach ist oder ob ich sie wecken muss. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie war die erste Nacht? ich habe geschlafen wie ein Baby. Sehr gut. Und das Tolle ist, dass ich ja ein Dachfenster habe und deswegen konnte ich in die Sterne gucken. Das war sehr schön. Sehr schön. Was machen wir denn heute? Was machen Möchtest du gerne wissen, Machen gell? wir was mit Tieren? Also ich würde vorschlagen, wir fahren erstmal nach Triest rein und dann gucken wir mal, was da so passiert. Ob da was passieren könnte. Ob was passiert? Muss ich mich etwas mehr bekleiden? Ja, ich würde vielleicht eine Hose anziehen. Okay. Dann ziehe ich eine Hose an. Die Hafenstadt Triest liegt an der Adriaküste ganz im Osten Italiens. Ich war noch nie hier und blättere erstmal in den üblichen Touristenblättchen. Bis Tanjas Überraschung in Erscheinung tritt. Ciao Tanja, ciao Maike. Ah, ciao. Ich bin Gianpiero, dein Stadtführer in Triest. Aha, I'm Maike, hello. Yeah. Io sono Maike, but my Italian is like Level 0. Mein Italienisch ist nicht so besonders. Zum Glück ist Englisch für Gianpiero kein Problem. Er erklärt mir gleich, wo wir hier stehen. Hier vor dem Rathaus, das ist die Piazza dell'Unità d'Italia, der Hauptplatz von Triest. Und hier war früher ein Hafen. Wo wir heute stehen, war im Römischen Reich noch das Meer, erklärt mir Gianpiero. Genau hier? Ja, genau hier. Wir laufen quasi gerade auf Wasser. Wir sind wie Jesus. Weiter geht's zur Mole am Hafen. Gianpiero ist gar nicht wirklich Stadtführer, erfahre ich hier. Ich bin Architekt, aber ich entwerfe keine Häuser. Ich plane zum Beispiel Radwege oder entwickle Mobilitätspläne. Ein anderes Feld der Architektur eben. Ich versuche, Städte besser zu machen. Warum ist dir das so wichtig, Triest auf diese Art nachhaltiger zu gestalten? Weil meiner Meinung nach ein Architekt eine besondere Rolle in der Gesellschaft hat. Er kann Dinge verändern, sie besser, aber auch schlechter machen. Ich versuche, die Dinge zum Besseren zu verändern. Wenn man dieses Ziel erreichen will, muss man aber sehr an sich glauben. Ein absolutes Highlight beim Besuch in Triest: die vielen historischen Kaffeehäuser. Hier das Café degli Specchi mit vielen süßen Leckereien und natürlich Kaffee. Aber das, was einen hier erwartet, überfordert selbst passionierte Kaffeetrinker wie mich. Die Chefin Lena Lekic bringt uns eine kleine Auswahl an typischen triestinischen Kaffees an den Tisch. These are
Auf dem Tablett die 4 typischsten Kaffeesorten in Triest. Espresso heißt hier Nero. Ein Macchiato heißt schlicht Capo. Und wenn man dasselbe in einem Glas haben will, dann bestellt man einfach Capo in B. Das B steht für Bicchiere, also Glas. Das trinken sie hier am liebsten. Okay, Macchiato in bicchiere. Das ist ein Café Latte in Triest, aber für die restliche Welt ist es ein Cappuccino. Der Café Shakerato ist ein eiskalter, geschakter Kaffee für den Sommer. Und der Café Viennese ist mit Schokolade und Sahne. Wenn wir das alles trinken, sind wir richtig aktiv nachher. Ja, also bisher gefällt mir Triest ziemlich gut, ehrlich gesagt. Kein Wunder, immerhin liebe ich Kaffee. Lena erklärt mir, dass es insgesamt 83 Sorten Kaffee in Triest gibt. Sie selbst trinkt 20 Tassen am Tag, erzählt sie, die ursprünglich aus Serbien stammt. Wie bist du eigentlich hierher gekommen? Aus Liebe. Ich wollte einen Kaffee trinken, an diesem Tisch hier, und traf meinen Ehemann. Du saßt hier als Gast, so wie ich, und der Besitzer kam und du hast dich sofort verliebt? Ich habe ihn gesehen und es war Liebe auf den ersten Blick. Nach 2 Monaten haben wir uns wieder getroffen und haben uns verliebt. Ein Jahr später bin ich nach Triest gezogen. Wow, that's such a nice. So the coffee. Der Kaffee hat dich also nach Triest gebracht und die Liebe hat dich bleiben lassen. Ja, genau so war's. Vielleicht haben sie etwas in den Kaffee gekippt, damit du dich verliebst. Gibt es einen Liebeskaffee auf der Karte? Ja, vielleicht haben sie wirklich was in meinen Kaffee getan. Lena und die Liebe. Mag ich. Mit Gianpiero geht es weiter durch Triest. Besonders sehenswert der Canale Grande. Aber auch die Statuen und alten Bauten der Stadt. Aber Gianpiero und Tanja haben noch eine Überraschung für mich. Am Hafen. Okay, Tanja, sind wir hier richtig oder müssen wir eins weiter? Buongiorno. Buongiorno, ciao Michael. Ciao. Okay, wir sind hier richtig. Ciao. Io sono Laura, ich heiße Laura, ja. Io sono Maike. Okay, piacere, benvenuti. Laura Delpin ist Muschelfischerin und lädt uns auf ihren Kutter ein. Und fast sofort legen wir ab. Der Captain soll uns zu ihrer Muschelzucht fahren, wo wir bei der Ernte helfen dürfen. Aber erstmal genießen wir die großartige Aussicht. Zum Beispiel auf das Schloss Miramare. Hier soll schon Sissi gewohnt haben. Aber wir sind ja zum Arbeiten hier. An der Muschelfarm angekommen, werden die kiloschweren Muschelstränge aus dem Wasser gehoben. Laura erklärt kurz, wie es geht, und dann müssen alle ordentlich und schnell mit anpacken. Von den Plastikkörben kommen die Miesmuscheln in die Wasch- und Sortieranlage. Laura kann übrigens kein Englisch und nur ein paar Brocken Deutsch. Aber irgendwie verstehen wir uns. Ich glaube, sie sagt, die Großen sind zum Essen und die Kleinen kommen wieder ins Wasser. Oder so ähnlich. Dann laufen wir in den kleinen Hafen von Santa Croce ein, wo wir die frischen Muscheln direkt in den Kochtopf liefern. Und dann zeigt sich, dass ich doch nicht alles verstanden habe, denn plötzlich gehen wir alle von Bord. Damit hatte ich nicht gerechnet. Die eben noch von mir gewaschenen Miesmuscheln werden gekocht und landen auf dem Tisch. Was für eine fantastische weitere Überraschung an diesem strahlend schönen Tag. Molto buono. Maybe if you want to see that it's super. Oh, nom nom yum yum. Buonissimo. Buonissimo. Einer der Momente, für die ich Reisen so liebe. Heute Morgen kannten wir uns noch nicht und jetzt verbringen wir einen wundervollen und so herzlichen Abend zusammen. Trotz unterschiedlichen Muttersprachen. Viel zu schnell wird es Zeit zum Heimfahren. Und der erste Tag endet mit ein bisschen mehr in meinem Gepäck: Dankbarkeit.
Am nächsten Tag schon verlassen wir Triest. Von unserem Campingplatz aus geht es immer am Meer entlang Richtung Slowenien, unserer nächsten Station auf der Reise. Die Grenze? Unspektakulär. Slowenien hat nur 46,6 Kilometer Küste, aber die ist wunderschön. Wie zum Beispiel auch der Küstenort Portorož mit vielen Hotels und einer einladenden Strandpromenade. Unser Campingplatz allerdings liegt in Ankaran und mein Stellplatz direkt am Meer. Also muss ich vor dem Schlafengehen unbedingt noch einen Spaziergang ans Wasser machen und den Abend ruhig ausklingen lassen, dachte ich. Aber Tanja hat da noch was vorbereitet. Hi Maike, dobrodošla v Sloweniji. Ich bin Maruška. Oh, wie schön. Möchtest du morgen mit mir unsere Küste entdecken? Ja, auf jeden Fall. Möchtest du anzufangen mit oh la la. Juhu. Okay, machen wir. Hier? Ja, am besten. Hier. Komm, ich nehme das. Na, die Überraschung ist gelungen. Dann auf Slowenien, Auf oder? Slowenien. Schön, dich kennenzulernen. Ich auch. Maruška Kokail ist stellvertretende Direktorin unseres Campingplatzes hier in Ankaran und verantwortlich für ein riesiges Terrain. Das ist der größte Campingplatz hier in der Region auch, oder? Die größte sowieso, Ja. die einzigste 4 Sterne an die Küste und die zweite älteste in Slowenien. Oh ja, okay. Heute haben wir Geburtstag, wir sind 60 Jahre alt. Auf euch! 60 Jahre, Ja, Wahnsinn. weil auch oben, ich weiß nicht, ob du hast schon Zeit gehabt, das ist ehemalige Benediktinerkloster, Wir haben kurz heutzutage einen kulturellen Denkmal aus 11. Jahrhundert. Wow. Ja, das war so Erholungsplatz für Benediktiner, aber dann, das war zu lustig und die Kirche hat gerade gesagt, nein, 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 so geht es nicht, nur Wein und Olivenöl und Fisch trinken, schwimmen. Nein, ich habe schon in vergangenen Zeiten gewusst, wo etwas zu bauen. Und wie ist der Slowene oder die Slowenen, was macht euch, ich weiß, man kann natürlich nicht über einen Kamm scheren, nie in keinem Land, aber was würdest du sagen, ist typisch für die Menschen hier? Slowenische Leute müssen immer etwas machen. Weißt du, du kommst aus der Arbeit, du musst laufen gehen, du musst ein bisschen Sport machen, du brauchst einen Garten. In Ljubljana, ne, in der Hauptstadt, dort ist wirklich die Ordnung und Disziplin, wie immer pünktlich, alles ja erledigt. Hier wir an der Küste, puff, morgen, kein Problem. Schnell, was das bedeutet. Slowenien, wir machen alles slow. Schön. Sehr sympathisch, diese Slowenen. Und ich freue mich jetzt richtig auf den Tag morgen mit Maruška. In Koper, der größten Stadt an der Küste, geht es los. Am Hafen leihen wir uns Fahrräder und machen uns auf zu einem richtig schön ausgebauten Fahrradweg, immer an der Küste entlang. Das Wetter meint es gut mit uns und mit der frischen Brise vom Meer könnte ich immer so weiterfahren. Dann geht es ein Stück ins Inland. Aber auch das hat etwas. Vor allem, weil wir nach kurzer Zeit oberhalb der Stadt Isola ankommen. Was für ein Blick, was für ein Fahrradweg. Dieser Weg, den wir jetzt fahren, der hat einen besonderen Namen. Ich habe es mir leider nicht gemerkt. Was ist das für Das heißt Parenzana. Warum Parenzana? An der an der kroatischen Seite gibt es Ort Poreč. Und Parenzana war eine ehemalige Eisenbahnstrecke zwischen Triest und Poreč. Also letzte Pause oder Stopp war in Poreč. Poreč in italienischer Sprache bedeutet Parenzano. Parenzo, Parenzana. Aha. Aber heutzutage sagen wir auch den Weg von Gesundheit und Freundschaft. Erstens Gesundheit, weil wir sind aktiv, wir sind draußen auf Luft, wir laufen, gehen oder Radfahren. Wir machen etwas gut für unsere Gesundheit. Und Freundschaft, weil die 3 Länder, also Italien, Slowenien und Kroatien, haben sie sich vor 20 Jahren verbunden in diesem Projekt, den Weg zu renovieren. Schön.
Sonst Parenzana ist ca. 123 Kilometer lang und verbunden 33 Orten, alle in Istrien. Also eigentlich müssten wir in Ganz fahren. Tanja, Planänderung. Wir müssen jetzt leider mit dem Rad weiterfahren. Ich sitze dann da unten und trinke mal Vasia so lange. Okay, wir sehen uns dann in ein paar Tagen. Can we skip to the good part? Und dann kommen wir zum Ziel des heutigen Tages. Piran, das ehemalige Fischerdorf, soll das schönste an der slowenischen Küste sein. Die Fahrräder haben wir abgegeben und irgendwas soll noch passieren heute. Okay, ich glaube, wir gehen zu einem Boot. Mal wieder. Juhu! Gehen wir zu einem Boot? Da musst du schwimmen. Auch okay. Aber es ist natürlich doch ein Boot. Welcome, ladies. My name is Matic. Das Boot? Yes. Ja, das ist die Überraschung heute. Hello, nice to meet you. Ich bin euer Captain heute. Hi, Captain. Herzlich willkommen auf meinem Boot. I'm really happy right now. Juhu. So, welcome. Thank you. Please. Kaum sind alle an Bord, lässt Kapitän Matiz Marinsek die Korken knallen. Und ich frage mich, ist das das Paradies? Zumindest kommt es meiner Vorstellung davon extrem nahe. Wie schön kann ein Boot sein? Aufs Leben, oder? Na zdrowie. Schön. Viel zu schnell ist es Abend und wir müssen zurück in den Hafen. Ein neuer Tag, ein neues Abenteuer. Also ich freue mich sehr drauf, aber ich habe schon wieder keine Ahnung, was es ist. Ich weiß nur, ich brauche eine lange Hose und eine Jacke, was ich jetzt erstmal nicht erwarten würde hier. Also wird es wahrscheinlich irgendwo in die Tiefe gehen oder ins Kalte gehen oder in eine Kühlkammer gehen. Keine Ahnung. Also, ich lasse mich überraschen, wie immer. Doch schon bei diesem Schild wird mir klar, wo die Reise hingeht. Postojnska Jama, also zur Höhle von Postojna. Hier treffe ich Roman Bogataj und Kevin Klun-Valencic. Die beiden sind Höhlenguides und führen mich im schicken roten Outfit erstmal viele Treppenstufen hinab in die Tiefe. Roman ist schon seit er 18 Jahre alt ist Höhlenguide in Postojna. Von ihm will ich wissen: Wann warst du das erste Mal überhaupt in deinem Leben in der Höhle, schon als Kind? Oder wann warst du das erste Mal? Oh, ich war wahrscheinlich 11 oder 12 Jahre alt. Ja, das war ein Sporttag in unserer Schule. Wir waren ganz dreckig, schmutzig, nass und das hat mich so viel gefreut. Und ich habe gesagt, ich will mein Leben in der Höhle überleben. Dreckig, nass und schmutzig, na das kann ja heiter werden. Die Postojna-Höhle ist eine der größten begehbaren Tropfsteinhöhlen Europas. So, die Stalaktiten hängen von oben aus der Decke. Aha. Und die Stalagmiten wachsen aus dem Boden. Okay. Wie können wir uns am besten merken, welches die Stalagniten und welches die Stalaktiten sind? Stalaktiten sind so wie alte... Stalaktiten. Um sie zu bewundern, kommen jedenfalls tausende Besucher im Jahr in diese Höhle. Tanja hat uns aber die Abenteuertour gebucht. Und was jetzt kommt, ist nichts für schwache Nerven. Okay, jetzt weiß ich, warum ich das hier. Da unten geht unser Weg weiter. Das heißt 6 Meter abseilen. Okay. Ah, gut. Ja. Auf der Hüfte halten. Und jetzt einfach hinlassen. Okay, 13 ein. Und hier, das bewegt sich? Wird sich bewegen, ja. Jetzt.
Also, ich find's mega. Das ist ja richtig cool. Ich will noch mal. Schade, dass es nicht 62 Meter waren. Doch schon steht die nächste Herausforderung an. Der Weg führt an der Wand entlang. Unter mir Wasser. Ist schön hier unten. Thank you. Oh, this was fun. High five. Check. Wow. Okay, ich habe, glaube ich, die Luft angehalten und es wurde ein bisschen kurz heiß an meiner Hand, weil meine Fackel gefährlich nahe kam. Aber heil angekommen. Und nicht die letzte schwierige Situation tief unter der Erde. Wow. Okay, there's a... Upsala. Bremse, oder? Ich wollte schon immer mal so durch den Matsch rutschen. Ich glaube, das hat mir meine Mama als Kind nicht erlaubt. Zumindest nicht so. Aber ja, war gut. Nächste Aufgabe, dieses Boot mitnehmen. Wofür auch immer. Okay, also ich trage ernsthaft gerade ein Gummiboot durch eine Höhle. Ich glaube, es ist wirklich was ich so nicht erwartet habe. Aber tatsächlich kommen wir an einen unterirdischen See, wo wir sogar Grottenolme sehen. Das ist selten. Diese Tiere sind die größten Lebewesen hier unten und können in vollständiger Dunkelheit leben. Über ihren See müssen wir jetzt drüber. Ich ziehe hier an einem Seil und versuche uns nicht gegen die Steine zu manövrieren. Vorsicht, Kopf einziehen. Mein Fazit? Abgefahren. Mega abgefahren. Hättest du gedacht, dass du das mal machen würdest? Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal machen würde und ich fand es wirklich richtig abgefahren. Ziemlich kalt, aber irgendwie vergisst man hier unten alles. Dass es komisch riecht, dass es still ist, dass es irgendwie kalt und nass und dunkel ist. Es ist richtig cool. Ein einmaliges Erlebnis, über das ich, zurück am Campingplatz, noch lange nachdenke. Der nächste Tag führt uns ins slowenische Hinterland. In abenteuerlichen Serpentinen geht es einen Berg hinauf. Wen wir hier oben im kleinen 16-Einwohner-Dörfchen Petrovo wohl treffen werden? Aha. Oh, hier könnte es Tiere geben, wenn es hier sowas wie Ziegenkäse gibt. Gibt es hier Ziegen? Cheese Shop. Sirarna? Trobovinca? Käse? Käse ist gut. Käse wollen wir. Käse mögen wir. Hello. Hello. Hi, Mikey. Hi, Michael. Hello. Hello. I'm Tom. Tom? Yeah. Hi. Borut. Nice Borut? to meet you, Borut. Okay. Yes, So please definitely. come in. Thank you. Voilà. Tom und Borut haben sich das Käsemachen selbst beigebracht. Ursprünglich haben sie beide mal im Tourismus gearbeitet, bevor sie beschlossen, Farmer zu werden und Käse zu machen. 60 Ziegen haben sie inzwischen. Tanja, du hast da was. Ja, ich weiß. Ich kann auch kaum filmen hier. Aber bist du zurück. Für dieses Leben hat Borut vieles aufgeben müssen. What was it? Like you woke up one day and said like... Bist du einfach eines Tages aufgewacht und wolltest statt in der Stadt auf einem Berg leben und Ziegen haben und Käse machen? Oder wie kam das? It goes slowly by steps, I would say. Yeah. Die Entwicklung ging Schritt für Schritt. Das ging nicht von 0 auf 100. Das war ein langsamer Prozess. Seit meiner Kindheit mag ich Tiere und die Natur. Und als ich hier zu Tom in diese Region zog, hatten wir anfangs nur eine ganz kleine Weidefläche. In this region, we had in the ex-house one, like said, pasture small, and to not the cut grass there all the time. Um nicht die ganze Zeit Gras mähen zu müssen, haben wir eben an einige Schafe gedacht oder Ziegen. 2 Schafe übernahmen dann quasi das Rasenmähen für uns und eigentlich ging es dann ganz schnell und aus 2 wurden 30. Und bist du glücklich? Ist das das Leben, das du für dich gewählt hättest? Ja, ich mag es sehr. Es ist toll, mit der Natur verbunden zu sein und mit den Tieren. Man gibt ihnen etwas und sie geben einem Milch und man kann tolle Produkte daraus machen. Es ist ein toller Lebensstil. It's a nice lifestyle.
Vor allem die Babyziegen haben es Borut besonders angetan. Du vergisst einfach alles. Wenn du hier bei ihnen bist, passiert so viel, weil sie sind so verspielt. Es entspannt irgendwie. Es ist wie Ziegen-Yoga. Goat-Yoga, Ziegen-Yoga, liebe ich. Eine Frage hätte ich aber noch. Was haben denn eure Freunde gesagt, als ihr auf den Berg gezogen seid, um eine Biofarm zu betreiben? Wie waren da die Reaktionen? Jobs? What was the reaction? It was, okay, we know you are crazy, but don't do that. Wir wissen, ihr seid verrückt, aber macht das nicht, haben unsere Freunde gesagt. Vor allem die Familie ist dagegen gewesen. Not that? Yeah, in the beginning. Zumindest am Anfang war es so. Jetzt unterstützen uns alle und sind glücklich, so tolle Produkte zu haben. Und stolz sind sie auch auf uns. Tom und Borut haben noch eine Probierplatte vorbereitet. Da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Sie machen Ziegenkäse in allen möglichen Varianten. Mir schmeckt einfach jeder. Käse zu produzieren bedeutet, mit Mikroorganismen zusammenzuarbeiten. Das kann man nicht kontrollieren. Man kann nur versuchen, sie in eine bestimmte Richtung zu treiben, damit sie das tun in der Milch, was du von ihnen willst, damit am Ende richtig guter Käse rauskommt. Guidelines what they should do in this milk that at the end will be the perfect cheese. So it's one of those little mysteries. Das ist einfach eines dieser Mysterien der Natur. Magisch irgendwie. Magic of the nature. Schön gesagt. Magie oder Können, für diesen Käse jedenfalls lohnt es sich, mal auf den Berg nach Petrovo zu kommen. Und wieder fahren wir über eine Grenze. Diesmal die nach Kroatien. Erster Halt, dieser schicke Campingplatz in San Servolo. Viel Zeit, ihn zu genießen, haben wir allerdings nicht. Ich habe eine Überraschung heute für Sie geplant, die ihr, glaube ich, nicht so ganz schmecken wird. Denn Maike isst eigentlich wenig bis gar kein Fleisch. Aber wir gehen heute zu einer Produktionsstätte, wo kroatische Wurst und kroatischer Schinken hergestellt werden. Pršut und Kobasica. Und dann bin ich mal gespannt, wie sie reagieren wird. Also es wird heute ziemlich spannend für mich. Es geht ins kroatische Hinterland, nach Sveti Petar u Šumi. Wen ich hier wohl treffen werde? Denn von Tanjas Plänen weiß ich zu diesem Zeitpunkt ja noch nichts. Hi, my name is Morena. Morena, I'm Maike. Nice to meet you. Nice to meet you too. Welcome to Sveti Petar. Und was sie hier produzieren, wird mir auch schnell klar. Ich esse ja kein Fleisch mehr, aber wenn ich sehe, dass es glückliche Schweine sind, vielleicht probiere ich was. Erstmal geht es rein und ich lerne Morenas Mama Ljubica Franjul kennen. Meine Mama fragt, ob du einen Willkommensschnaps mit uns trinken willst. Den darf man in Kroatien nicht ablehnen. Da sag ich natürlich ja. Probiere ich. Den Schnaps hat Morenas Vater selbst gebrannt. In Kroatien sagt man živeli, das heißt Prost. Der wird dich schon nicht umbringen, der ist nicht so stark. Gut zu wissen, dass er mich nicht umbringen wird. Dann kommt unweigerlich der Moment, wo wir zu den Schweinen gehen. Ich liebe ja Tiere, einfach alle, auch Schweine. Ich frage Morena, wie die Familie dazu gekommen ist. My mom, she was working in a meat industry. Meine Mutter hat in der Fleischindustrie gearbeitet. In 2012 haben sie dort dann aber viele Mitarbeiter entlassen müssen. Und als sie schließlich ihren Job verlor, war meine Mutter in ihren 40ern und hatte dort über 15 Jahre gearbeitet. Das war hart und sie hat tagelang traurig auf der Couch gesessen. Sie wusste einfach nicht, was sie jetzt machen soll. Mein Vater kam schließlich mit der Idee, sich selbstständig zu machen. Woraufhin meine Mutter sagte, erzähl keine Märchen, Branko. Why are you so sad and worried? We can start our own business. And she was like, "Oh, come on, Branko, don't live in a fairy tale." Aber so ist es schließlich passiert. 2013 haben wir unser eigenes Business gegründet. Am Anfang noch mit sehr wenigen Schweinen. Aber es kamen immer mehr dazu und hier sind wir jetzt.
now here we are. Heute haben sie etwa 80 Schweine und sind damit eine von nur 2 Farmen in ganz Istrien, die familiengeführt auf diese Art und Weise Schweinefleischprodukte herstellen. Fast alles wird hier noch von Hand gemacht. Die Würste sind deshalb auch unterschiedlich lang. Mama Ljubica steht, wenn nötig, Tag und Nacht hier. Was sie trotzdem mag an ihrer Arbeit, will ich wissen. Morena übersetzt. Meine Mutter liebt an der Arbeit, sagt sie, dass sie hier mit ihren Kindern zusammen sein kann. Auch Morenas jüngerer Bruder arbeitet inzwischen im Familienunternehmen mit. Einfach schön zu sehen, was sie sich hier gemeinsam aufgebaut haben. Und dann soll ich natürlich probieren. Es gibt kroatische Würste mit Pfeffer, Rosmarin und sogar Trüffelgeschmack. Und luftgetrockneten Schinken. Ich muss sagen, trotz aller Skepsis zu Fleisch als Nahrungsmittel, ich habe Respekt für die Qualität und Handarbeit und die Produkte der Franjuls schmecken mir. Bist du dankbar für das, was ihr habt? Könnt ihr das sehen, dass das großartig ist, was ihr hier geschaffen habt? Ja, meine Eltern haben damals alles gegeben, was sie hatten, um dieses Unternehmen zu gründen. Um auch anerkannt zu werden. Als sie angefangen haben, waren wir so klein, wir hatten nicht viel Geld. Und auf diese Weise haben mein Bruder und ich später den Erfolg auch wertschätzen können. Wenn die Kunden kommen und die Qualität loben und zu schätzen wissen, dass alles hausgemacht ist und dass das harte Arbeit ist, das sind die wahren Gründe, warum das eine schöne Arbeit für mich ist. Weil man weiß dann, dass Menschen das mögen, was man macht. In my opinion, it's nice to work like this because you know that people are cherishing this and that they really do see what you do. Auch mich begeistert die Familie und was sie leistet ungemein. Trotzdem war da am Anfang ein großer Konflikt zwischen dem niedlichen Schwein, was ich erst gesehen habe, und dann dem Schwein, was in essbarer Form vor mir lag. Ich muss aber sagen, dadurch, dass hier Respekt für die Tiere da ist, die ja wirklich organisch und mit Gemüse gefüttert werden und die Haltung so ist, dass ich sage, ich finde, das ist vertretbar und dass die einfach so unfassbar herzlich waren, weiß ich das wirklich zu schätzen, was sie hier tun. Und dann hat es mir auch geschmeckt. Zurück am Campingplatz in der Nähe von Rovinj, wo mich, na klar, am nächsten Tag wieder eine von Tanjas Überraschungen erwartet. So, Maike. Guten Morgen. Guten Morgen. Und, bist du ready für den Tag? Ist ein bisschen staubig hier. Guten Morgen, Maike. Guten Morgen. Hallo. Hallo, ich bin Marina. Hallo, Marina. Ich dachte schon, du wärst meine Nachbarin. Nein. Hallo, ich bin Maike. Also, du weißt gar nicht, warum ich hier bin. Ich weiß gar nicht. Ja, siehst du, ich habe viele Überraschungen heute für dich parat. Ja. Okay. Sage mir, meine erste Frage ist immer, was muss ich anziehen? Kann ich diese Hose anziehen oder lieber eine Leggings oder sowas? Kannst du. Super. Cool, ich freue mich. Mit Marina Schuran, die von Beruf Reiseleiterin ist, geht es auch heute wieder ins istrische Hinterland. Sie will mir einige Highlights der Region zeigen, wie Grošnjan. Das kleine Dorf liegt oben auf einem Hügel und mir fällt sofort auf, überall finden sich hier Galerien und Kunstshops. Marina weiß natürlich, was es damit auf sich hat. Ja, weil das ein Künstlerort ist, und zwar seit 60er Jahren. Die Stadt war leer, oder das Ort besser gesagt war leer. Und die Künstlerakademie aus Zagreb haben einen Antrag gestellt bei der Regierung, ob sich die Künstler hier ansiedeln können in die leeren Häuser. Und das hat ja geklappt. Gegenleistung müsste ja sein, und zwar die müssten sich ein bisschen um die Häuser kümmern, sozusagen. Wie ist das, will ich von Marina wissen, wenn man Horden von Touristen durch die immer gleichen Orte führt und immer die gleichen Geschichten erzählt? Ich würde meinen Job nie wechseln. Ich mache das gerne, das ist mein Leben. Also ich sehe das auch nicht
so sehr als Job, also wirklich als mein Leben. Wir unterhalten uns richtig gut und die Powerfrau begeistert mich. Und als gute Reiseleiterin hat sie auch noch ein Erlebnis der besonderen Art für mich organisiert. Wir fahren zum Anwesen der Familie von Wisnia Prodan. Dort erfahre ich, Istrien ist eine Trüffelregion. So welcome, ladies. Welcome in Prodan Tartufi. Herzlich willkommen in der Prodan Trüffelfamilie. Jedes Abenteuer muss mit einem Schnaps beginnen, sagen wir hier. Gut, das kennen wir ja inzwischen schon. Das geht schon am Morgen. Das ist okay. Wisnia arbeitet im Familienunternehmen als Trüffeljägerin. Mein Bruder und ich führen damit eine Familientradition weiter. Das ist für uns nicht nur ein Unternehmen, sondern eher eine Art zu leben. Schon als Kind war ich immer mit den Hunden unterwegs, denn mit deren Hilfe sucht man hier die Trüffel. Heutzutage produzieren wir unsere eigenen Produkte und verschicken in fast die ganze Welt. Das ist eine große Leidenschaft für uns. Die Hunde Steve und Brum sind schon ganz wild auf die Trüffelsuche. In den istrischen Wäldern findet man die edlen Pilze das ganze Jahr über. Aber den weißen Trüffel gibt es nur im Herbst, lerne ich. Wir folgen den Hunden in den Wald. Ob wir wirklich was finden werden? Die Hunde zeigen einen Fund an. Jetzt heißt es schnell sein und sie davon abhalten, den vermeintlichen Trüffel vor uns zu essen. Ich hätte den Trüffel niemals entdeckt. Also für mich hätte das jetzt einfach auch ein Stück Stein oder Holz oder Pup in der Erde sein können. Die Hunde bekommen natürlich eine Belohnung dafür. Wisnia frage ich, ob sie jemals etwas anderes gemacht hat. Ich habe sogar etwas ganz anderes gelernt. Ich habe einen Master in Maschinenbau. Aber meine Leidenschaft gehört nun mal den Trüffeln. Maschinenbau kann man überall machen, aber Trüffel findet man nur in wenigen Regionen. Und ich bin einfach dankbar, dass ich die Familientradition weiterführen darf. Die Hunde bekommen schon als Welpen Trüffel zu essen. So werden sie von klein auf an den Geruch und den Geschmack gewöhnt. Schweine verwendet man keine mehr, die sind viel zu schwer zu kontrollieren. Das scheint einer der tollsten Jobs der Welt zu sein. Draußen mit den Hunden, glücklich, was zu finden, aber es ist auch hart, oder? Ja, absolut. Wenn man einen Teller mit Pasta im Restaurant bekommt, weiß man nur, es ist teuer. Aber man kennt die Geschichte dahinter nicht. Es ist mühsam, erst die Hunde zu trainieren, überhaupt Trüffel zu finden. Und Trüffel halten nicht so lange. Man muss sie schnell unter die Leute bringen. Schwarze Trüffel halten 10 bis 12 Tage. Die weißen sind nur 6 bis 7 Tage frisch. Sie müssen also schnell auf den Teller, damit sie nicht an Geschmack verlieren. Small but worth it. Klein, aber aller Mühen wert. Bist du immer noch glücklich bei jedem Trüffel, den du findest? Ja, das ist wie ein Adrenalinrausch. Und ich kann es ihr absolut nachfühlen. Seid ihr bereit für ein paar Trüffelspezialitäten? Ich kann es schon riechen. Ob wir bereit sind zu probieren? Aber sowas von. Ja, lass dich schmecken. Dober Teig. Dober Teig, Michael. Guten Appetit. Es gibt verschiedene Aufstriche Käse und Wurst mit Trüffel. Ein Traum für alle Fans der edlen Knolle. Wisnia macht dann noch Rührei mit Trüffel. Mit viel Trüffel. Und auch das Dessert ist ein wenig aromatisiert. Ja. Was für ein Tag, was für ein Erlebnis. Ich muss erst mal noch verdauen, was heute alles passiert ist und die letzten Tage passiert ist. Manchmal liege ich hier so rum und bin eigentlich hundemüde. Und auch ein wenig traurig, dass morgen schon unser letzter Tag in Istrien sein wird.
Fahr ihm nur nicht die Tür ab. Nein, natürlich nicht. Wir treffen Hund Bonnie und sein Frauchen Majda Gregorovic im Naturschutzgebiet Kap Kamenjak, dem südlichsten Zipfel Istriens. Mit ihr kann man auch kajaken oder surfen gehen, aber die Wellen sind heute zu wild. Deswegen machen wir eine kleine Wanderung. Und ich bin jetzt schon restlos begeistert. Wow! Und noch dazu soll man hier Spuren von Dinosauriern finden. So, Maike, hier sind unsere Fußabdrücke. Die sind nicht mehr so sichtbar wie früher. Ja. Leicht abgeschliffen geworden, aber kann man die sehen, auf jeden Fall. Erste ist der zweite und die gehen noch bis zum das Meer. Und hier oben, siehst du, hier haben wir ein bisschen größere Fußabdrücke. Genau solche. Majda weiß viel über die Region. Aber das war nicht immer so, erzählt sie mir. Ich habe Wirtschaft studiert und ich habe in Management gearbeitet. So wirklich hinten im Computer gesessen und ja, das fand ich nicht so lustig. Was hat dir da gefehlt, als du das gemacht hast? Draußen sein, mit Leuten, einfach leben, atmen. Und ich finde dieses Büro viel schöner. Und ich komme immer wieder zurück. Auch mich packt die Natur hier sofort. Die Farben, die Gerüche, das Meeresrauschen. Ich habe Gänsehaut und möchte alles so auf meiner internen Festplatte speichern. Dann kommen wir zur Safari-Bar. Nicht nur eine Bar, sondern auch sowas wie ein Spielplatz für Erwachsene. Oh Gott, ist gar nicht so leicht. Naja, Hamsterräder sind nicht so meins. Dann vielleicht eher die Riesenrutsche. Oh. Okay, stuck. Das ist eine kleine Massage. Autsch. Am liebsten mag ich, glaube ich, diese riesige Schaukel. Wann habe ich das eigentlich das letzte Mal gemacht? In der Safari-Bar kann man aber auch ganz normal einfach nur was trinken. Živili. Živili. Ah, ist schwer. Die Gäste fragen mich oftmals, ist das nicht langweilig, jeden Tag das gleiche Tour zu machen? Ich sage, nee, ich bin am Meer und draußen am Land, wenn ich im Stadt bin, dann habe ich Stress. Vielleicht stehe ich auf und ich bin grantig oder ist mir heiß oder etwas. Dann komme ich zum Wasser und es wird alles perfekt wieder. Egal wie viele Tage mache ich den Tour, einfach, das ist mein Leben. Würde dich irgendwas wieder zurückbringen ins Büro? Also gäbe es irgendwas, was passieren müsste? Schwierig. Wirklich, wenn es ein Notfall wäre, dann natürlich, ich mache alles, was man machen muss, so zum Überleben. Aber so ein Traumleben würde ich nie verlassen. Noch schöner als am Meer zu sein, ist es nur im Meer. Majda zeigt mir deshalb noch eine Bucht am Kap Kamenjak. Da ist es ruhiger und man hat den besten Blick auf den Sonnenuntergang. Wegen des Steinstrandes in Kroatien immer Badeschuhe dabei haben. Und dann steht der Entspannung im kühlen Nass nichts mehr im Wege. Ich lieb's. Unser letzter Abend in Istrien, einer Top-Roadtrip-Region. Das Reisegepäck ist voll mit Herzlichkeit, Gelassenheit, Wärme und etwas Sehnsucht. Doch danach der Reise, ja vor der Reise ist, freue ich mich einfach schon auf all die Orte, zu denen der Camper mich noch bringen wird.